Schon mal, das ist mir Wurst gesagt und alle schauen komisch? Viele Lernende treffen damit im Smalltalk voll daneben, weil es oft zu hart klingt. Heute lernst du, wie du auf A2 locker plauderst. 50 einfache Sätze für Kaffee, Büroküche und kleine Treffen, damit Gespräche in echt fließen. Hi und schön, dass ihr da seid, ich bin Julia. Kurzer Hinweis. Die komplette Lektion gibt's später auf Vocably. Also, los geht's. Für einen guten Start helfen super einfache Sätze wie Hi, wie geht's? Oder Alles gut bei dir. Wenn du nervös bist, sag ruhig, ich bin ein bisschen nervös, mein Deutsch ist noch nicht perfekt, das ist sympathisch. Ja, total. Und kleine Füllwörter machen es weich, also eigentlich, na ja. Du kannst sagen, also, ich heiße Julia. Und du? Oder eigentlich komme ich aus Spanien, und du, so klingst du natürlich. Lass uns gleich ein kleines Rollenspiel machen, okay? Stell dir vor, wir treffen uns in der Büroküche. Wir zeigen Sätze, die du sofort benutzen kannst. Alles klar, ich fang an. Hi, ich bin Julia. Schön, dich kennenzulernen. Dann, wie heißt du und was machst du so im Büro? Das sind einfache, aber starke Sätze. Ich antworte, hey, ich bin Tim. Ich arbeite als Designer. Dann frage ich locker zurück, und du? Trinkst du Kaffee oder Tee? So bleibst du im Gespräch. Dann ich, heute lieber Tee, danke. Ich hätte gern einen grünen Tee, wichtig, ich hätte gern, ist höflich und sehr nützlich, gerade beim Bestellen. Genau, und dann kannst du noch nachhaken. Hast du später kurz Zeit? Oder wollen wir mal zusammen Mittag essen? Kleine Fragen öffnen Türen. Kleine Bestätigungen sind auch Gold, genau, stimmt, echt jetzt, ach so. Wenn du etwas nicht verstanden hast, sag einfach, wie bitte, oder kannst du das wiederholen, das ist normal und hilft dir sehr. Viele machen bei der Vorstellung einen Fehler, vor allem aus den USA. In Deutschland sagen Leute oft zuerst das Land, dann die Region. Also besser, ich komme aus den USA, aus Kalifornien, statt nur ich komme aus Kalifornien, sonst sind manche verwirrt. Ja, das ist ein guter Punkt. Und die Klassiker für Smalltalk sind easy. Wo wohnst du? Seit wann bist du hier? Wie gefällt dir die Stadt? Mit solchen Fragen zeigst du Interesse, ohne zu privat zu werden. Wenn du höflich unterbrichst, sag, Entschuldigung, darf ich kurz stören? Oder hast du mal eine Minute? Das ist weich und freundlich. Und wenn du gehst, ich muss los, bis später. Oder schönen Tag noch. Das sind schöne Abschlusssätze. Lass uns schnell über das ist mir Wurst sprechen. Viele denken, das heißt einfach egal, und ja, es bedeutet es ist mir egal. Aber es kann salopp oder sogar etwas genervt klingen. Besser neutral ist oft, mir ist das egal oder das passt für mich. Genau. Stell dir vor, jemand fragt, Pizza oder Pasta? Du kannst freundlich sagen, beides ist okay für mich oder mir ist das egal, such du aus. Das ist weicher als, das ist mir Wurst, finde ich. Kurze Geschichte, die ich mal gelesen hab. Jemand wollte im Café beeindrucken und hat gesagt, ich habe ein Recht auf heiße Schokolade, ja, das klang wie ein Protest. Besser ist, ich hätte gern einen Kakao, oder für mich bitte einen Kakao. Apropos bestellen, hier sind Sätze, die immer helfen. Könnte ich bitte bekommen? Für mich bitte, das war's, danke. Und wenn etwas fehlt, Entschuldigung, fehlt da die Gabel? Oder könnte ich noch ein Glas Wasser haben? Einfach und sehr praktisch. Wenn du Interesse zeigen willst, kannst du sagen, klingt spannend, oh, interessant, erzähl mal mehr. Und zum Thema Hobbys. Was machst du gern in deiner Freizeit? Ich gehe gern spazieren, oder ich koche gern, sind super Antworten.
Noch 2 wichtige Sätze für Meinungen, aber vorsichtig und freundlich: Ich denke und ich finde. Zum Beispiel: Ich finde, der Park hier ist echt schön. Das klingt offen, nicht hart. Kurzer Minnecheck, okay? Was bedeutet nochmal, das ist mir Wurst? Genau, es ist mir egal, aber eher salopp. Und wie bestellst du höflich? Richtig, ich hätte gern. Top, weiter geht's. Wenn du jemandem zustimmst: Da hast du recht, oder sehe ich auch so. Wenn du unsicher bist: Ich bin mir nicht sicher, oder vielleicht mal sehen. So bleibst du weich und freundlich. Und wenn du kleine Pläne machst: Hast du Lust auf einen Kaffee? Wollen wir morgen kurz telefonieren? Passt dir 8 Uhr? Oder, wo treffen wir uns? Vor dem Kino passt. Klare Sätze, null Stress. Kommen wir zu Fehlern, die echt oft passieren. Ein Klassiker aus der Bäckerei: Jemand wollte 3 Stück Kuchen und sagte 3 Stücke. Der Bäcker hat dann, fast 3 ganze Kuchen gegeben. Besser sagst du: Ich nehme 3 Stück Kuchen, bitte. Lass uns das als kleines Rollenspiel machen. Ich bin die Bäckerei, du bestellst. Bereit? Alles klar. Hallo, ich hätte gern 3 Stück Apfelkuchen und einen Kaffee. Das war's, danke. Wenn etwas unklar ist, frage ich: Sind die Stücke groß? Oder gibt es auch Käsekuchen? Ich antworte: Ja, die Stücke sind groß. Wir haben auch Käsekuchen. Dann kannst du sagen: Perfekt, dann nehme ich 2 Stück Apfelkuchen und ein Stück Käsekuchen. Und zum Abschluss: Schönen Tag noch, fertig. Wenn du etwas nicht willst, sag freundlich: Lieber nicht, danke, oder ich passe heute. Und wenn dir etwas gefallen hat: Das war lecker. Oder die Musik ist echt gut. Solche Minisätze machen Gespräche warm. Bei Heimat und Identität noch ein Tipp, wegen Missverständnissen. Viele erwarten zuerst das Land: Ich komme aus den USA, und dann kannst du ergänzen: aus Kalifornien. So ist es für alle klar, besonders wenn Leute wenig über Regionen wissen. Ja, und Politik im Smalltalk ist meistens heikel. Du kannst höflich ausweichen: Schweres Thema, vielleicht ein andermal, oder darüber weiß ich nicht genug. Das ist freundlich und spart Energie. Wenn du jemanden loben willst, mach's einfach: Schönes Outfit, dein Deutsch ist echt gut, das war eine gute Idee. Und wenn jemand dich lobt, sag: Danke, das ist lieb, oder oh, danke, ich übe noch. Noch ein paar Rettungssätze, falls dir die Worte fehlen. Wie sagt man das auf Deutsch? Was bedeutet gemütlich? Kannst du das langsamer sagen? Und wenn du verstanden hast: Alles klar, ich hab's verstanden. Humor hilft auch. Ein kleines Lachen oder ein kurzer Witz bricht das Eis. Du kannst sagen: Ich mache bestimmt Fehler, aber das ist okay. Viele Deutsche finden es sympathisch, wenn du dich traust und locker bleibst. Stimmt. Manche sagen sogar: Kleine Fehler bringen Gespräche ins Laufen, weil Leute gern helfen. Also keine Angst vor und also. Wichtig ist, dass du weiterredest. Hier ist ein Miniset für Treffen. Wann hast du Zeit? Heute passt es nicht. Wie ist es morgen? Lass uns nächste Woche schreiben. Wir sehen uns später, oder bis bald. Das sind perfekte, kurze Sätze. Und wenn du zu spät bist, sag ehrlich: Sorry, ich bin 5 Minuten spät, oder tut mir leid, der Bus hatte Verspätung. Danach gleich etwas Positives: Danke fürs Warten. Für Wetter-Smalltalk, ganz simpel: Ganz schön kalt heute. Oder: Mir ist super warm, ich hoffe, morgen wird's besser. Das ist banal, aber es verbindet sofort, ohne viel Risiko. Bei Essen und Trinken helfen diese Sätze: Möchtest du noch etwas? Magst du scharfes Essen? Ich bin kein Fan von sehr süß. Und wenn du zufrieden bist:
das passt für mich oder klingt gut. Noch was Nettes für Gespräche im Büro. Brauchst du Hilfe? Kann ich dir kurz zeigen, wie das geht? Kein Problem, ich mach das, oder macht nichts, das kann passieren. Damit baust du Vertrauen auf. Wenn du jemanden nicht verstehst, aber nicht stoppen willst, sag, ich folge dir nicht ganz, kannst du ein Beispiel geben? Oder einfach, warte kurz, was meinst du genau? Das ist direkt, aber freundlich. Und hier ein kleiner Kontrast, ich stimme zu, ist okay, aber klingt manchmal steif. Sag lieber, ja, sehe ich auch so, oder klingt logisch. Bei leichtem Widerspruch passt, nicht ganz, oder ich bin da unsicher. Zum Telefongespräch, ganz kurz, hallo, hier ist Tim, hast du kurz Zeit? Ich rufe später zurück. Und wenn die Verbindung schlecht ist, die Verbindung ist schlecht, können wir später sprechen? Einfach und klar. Für kleine Einladungen, kommst du mit? Hast du nachher Zeit für einen Spaziergang? Wollen wir mal Pizza essen? Und beim Bezahlen mit Freunden, teilen wir die Rechnung? Ich zahle das heute, okay? Beim Kennenlernen kannst du außerdem sagen, was sind deine Hobbys? Ich lese gern Krimis oder ich schaue gern Serien. Und wenn du wechselst, darf ich das Thema wechseln? Das ist höflich, nicht abrupt. Wenn du eine Meinung weich machst, nimm kleine Wörter, so ein bisschen, eigentlich, vielleicht. Zum Beispiel, ich bin eigentlich kein Fan von Horrorfilmen, aber die Musik war gut. Klingt freundlich, nicht streng. Und falls dich jemand korrigiert, bleib entspannt. Danke für den Hinweis. Dann wiederholen, aha, 3 Stück, nicht 3 Stücke, hab's verstanden. Dieses kleine Nachsprechen hilft beim Merken. Kurze Wiederholung zum Mitsprechen, okay? Ich hätte gern, wie bitte, kannst du das wiederholen? Ich finde, sehe ich auch so, nicht ganz, passt dir 8 Uhr, schönen Tag noch. Diese Sätze tragen dich durch viele Situationen. Bevor wir zum Ende kommen, eine Frage an euch. Welche kleinen Sätze benutzt ihr im Alltag am meisten? Oder hattet ihr auch mal so eine Bäckereiszene mit 3 Stück? Schreibt uns gern eure beste Mini-Formulierung für lockeren Smalltalk. Und wie gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably, Link in der Beschreibung. Nimm dir die Sätze mit, übe laut, und dann klappt das Plaudern. Bis zum nächsten Mal.